Hallo, willkommen zusammen mit Küche. Heute machen wir Pachanga Börek. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. Endlich mal was anderes. Und 350 Gramm Spinat, also Blätternspinat, 400 Gramm Hähnchenfleisch, schon kleine geschnitten, 200 Gramm Emmentaler gerieben. Dann habe ich 4 Esslöffel Sahne, 20 Gramm Butter, 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel süße Paprika. Dann habe ich hier 2 Paprika, eine rot, eine grün und das ist ein Chili, eine, man sieht das ist schon rot, meine eigene, die 2. Eine Knoblauch, 2 Zwiebeln, fang gleich an. So, Pfanne hier. Jetzt tun wir etwas neutrales Öl herein, so 2 oder 3 Esslöffel. Was ist denn neutrales Öl? Man kann alles nehmen. Das habe ich auch Buch gelesen. So steht's. Ich muss ja nicht immer sagen. Weißt du, was ich meine? Es ist egal, welches Öl. Alles klar. Von deinem Pflanzenöl zum neutralen Öl. Ja, jetzt ja, wird modern. Ist ja von warm. Kann man gleich reintun. Fertig. Ja, ging schnell durch. Jetzt hole ich mein Saubermesser. Guck mal. Das neue. Schön, gell? Link in der Infobox, wenn du es kaufen willst. Ja. So. Wir schneiden jetzt erstmal die Zwiebel kleiner. Die braucht 4-5 Minuten, muss man sie anbraten. Die muss man immer wieder mal umrühren. Wie gesagt, ich schneide jetzt die Zwiebel kleiner. In 5 Minuten sehen wir uns. Bis gleich. Die Hähnchen ist schön angebraten. Man sieht hier die Farbe. Etwas braun sind sie schon. Jetzt kommt Zwiebel rein. Okay. Umrühren. Gut. So, jetzt fangen wir mit dem Paprika und Knoblauch an zu schneiden. Die schneiden wir auch dann klein etwas. So, erstmal machen wir das weg. Mal Mitte. Holen wir raus. Und das riecht anders. Das Wahnsinn. Weil das, guck mal, das riecht schön, weil das auch eine eigene ist. Ach, aus dem Garten? Ja, ja, von uns. Ja. Okay. Da gehen wir Mitte einmal durch, nur einmal. Fertig. So. Nicht alle. Knoblauch. Egal, das geht schon. Also, jetzt die Chili noch. Alles muss ich ab und zu mal umrühren, nicht vergessen. Gut. So, die Chili machen wir ein bisschen klein. Ich lasse Kerne drin, ist ja nicht viel. Kommt auch rein. So, ja, da haben wir ja noch. So. So, die tun wir jetzt 2-3 Minuten anbraten und dann schneide ich die, kommt dann jetzt Spinat und die Gewürze kommen gleich rein. Die 3 Minuten ist jetzt rum, jetzt tun wir erstmal die Butter rein. Oh, das ist gut. Jetzt Pfeffer und Salz, Paprika. Aber warm, deswegen ist sie so rausgekommen. Ja, ja, weil hier ist versteckt. Durch die Hitze. Das muss ich echt mal kurz umrühren. Ein bisschen Farbe. So. Das sieht echt gut aus. So. Kann man auch so essen, ne? Dann kann man auch so ein Brot da rein tun. Weißt du, was ich meine? Fladenbrot oder Jufka, Dürüm. Ja, Dürüm kann man machen. Fertig. Und natürlich ein bisschen noch, Schärfe ist da drin halt. Ja. Ist ja gut. So, jetzt tue ich noch die Sahne rein. Zum Schluss. Okay, jetzt fange ich mit Spinat an. Also, Handvoll Spinat. Die habe ich schon gewaschen. Fertig. Boah, sortiert. Hast du auch schon geschrien heute? Ja, und auch habe ich geschrien. Ich soll nicht schreien. Das war echt laut.
Weißt du, wo du bist? Du bist halt in der Küche. Ja, ja. Ich denke, du bist, was weiß ich, wo Stadt oder so. Wo ist das? Bisschen umrühren natürlich. Dann schneide ich weiter. Ich habe Spinat alles da rein. Nur 2 Minuten kochen lassen und dann ist es fertig. Also wir sind schon fertig, wie ihr seht. Jetzt tut gleich Teller rein zum Abkühlen. Okay, Moment, pass auf. Kann ich, ja? Ja. So. Guck mal, nicht sauber ist. Kann ich gleich nochmal neu machen. Bist du mit Serviette? Fertig. Ich habe nichts zerbrochen. Okay, pass auf. So. So, die tue ich jetzt auf Seite. Zum Abkühlen tue ich auf Seite. Fange gleich mit dem Teig an. Bis gleich. Wir fangen an jetzt mit dem Teig vorzubereiten. 3 Eier, Klasse M. Tue es gleich rein. Okay. Milch 1,5 Fett, 300 Milliliter. 300. So, neutrales Wasser, also Sprudel kann man sagen, 200 Milliliter. Neutrales, das ist stilles Wasser. Stilles Wasser. Nicht Sprudel. Wie komme ich jetzt unter neutrales Wasser, ey? Wegen dem neutralen Öl. Ja, ja, neutrale Öl, aber kommt da auch rein, gell? Vorsicht. Ich kann nicht mehr. Ich muss filmen. Moment. Oh Gott. Kommt Salz, 1,5 Löffel, ne, Was? 1,5 Teelöffel. ja, Danke. Teelöffel, genau, ja. Okay. Mauer rein. Neutraler Löffel. Unmöglich. 405er Mehl, 250 Gramm, bitte von Sieb durchlassen. Auch rein. So. Neutrales Öl, 2 Esslöffel. Oh mein Gott. Yes, ja, jetzt habe ich endlich. So, fertig. Gut. Jetzt holen wir den Mixer. Ich mache langsam 1. Nachher schalte ich. Wenn ich jetzt 3 mache, dann weiß ich. Dann hast du Nebel. So, jetzt kann ich 2 machen oder 3. So, ich lasse jetzt in höchster Geschwindigkeit 3 Minuten laufen, bitte. Danach sehen wir uns. Bis gleich. Die 3 Minuten ist jetzt rum. Die machen natürlich zu. Lasse ich in 15 Minuten ruhen. In die Zeit ist dann auch Spinat abgekühlt. Da können wir gleich anfangen vorzubereiten. Bis gleich. So, jetzt geht es weiter. Die 15 Minuten ist jetzt rum. Nehmen wir das runter. Bisschen umrühren natürlich. Gucken wir mal. Wunderbar, ja. Den Teig immer ziehen lassen, besser. Wenigstens 15 Minuten. Man kann auch 1 Stunde ziehen lassen. Gut, Pfanne ist schon warm. Ich habe 28er Pfanne, mittlere Geschwindigkeit. Gut. Geschwindigkeit? Was ist denn das? Wir machen Rennautos. Der Herd hat mittlere Hitze einstellen, Ja. genau. Ja. Was hast du denn da? Ich mache keine Öl, weil Öl war schon drin. Ich zeige jetzt nur eine. Nehmen wir den Pfanne war sowieso warm, jetzt ein bisschen schön bewegen, bis es aufhört. So, Moment. Muss so sein. Jetzt hat aufgehört, fertig. Gut. Jetzt müssen wir warten. Gut. Erst wenn hier etwas gelb ist, dann kann man es echt drehen. Das kann 1 Minute dauern natürlich. Ja, wenn ihr so eine Pfanne noch braucht und nicht habt, Link in der Infobox. Ja, ich bin zufrieden mit der Pfanne, ist gut. Aber mein Lieblingspfanne war ich ja hinten. Ruck. Immer wieder. Ja. Ja, weil das schön waschen ist. Machst ein bisschen und schon weg. Ja. Okay. Es gibt 7 Stück ungefähr, 7 oder 8 Stück, je nach
Pfanne größer ist, kann auch 7 oder 6 kommen. Wenn der Pfanne klein ist, kann auch 8 oder 9 Stück. Jetzt drehen wir um. So, fertig. Die andere Seite geht schneller, weil das schon gebacken ist. Guck mal. Als wäre was drin. Ballonbrot. Was ist denn das? Ja, das hat schon Farbe, ja. Das kriegt gleich Farbe. Ich zeige nur eine. Die muss man immer. Diese Seite muss man auf Teller drauf tun. Nicht umdrehen. Aber ich zeige eine, wie es aussehen muss, wenigstens. Ja. Siehst, so muss es aussehen. Jetzt drehe ich es wieder um. Zurück nach Teller. Okay. Hier. So. Ich mache jetzt weiter, bis alle fertig sind. Bis gleich. So, jetzt geht es weiter. Jetzt können wir dann füllen. Tun wir in der Mitte rein. Ich habe 7 Stück rausgekriegt. Muss man sie halt dann 7 teilen. Okay, so halt. Also alles hat sich abgekühlt. Genau. Spinat, 15 Minuten hat er mindestens gebraucht. Ja, mehr. Jetzt noch Käse drauf. So, fertig. Okay, jetzt pass auf, ich zeige nur eine. Hier so machen. So, okay. So. Ja. Da auch drauf, hier. Guck. Und einfach rüber. Guck, schon fertig. Schon Pachanga. Jetzt Pachanga fertig, jetzt kommt sie hier rein. Ich mache lieber hier. So. Ich mache jetzt alles so weiter, bis fertig ist. Dann kommen sie Ofen rein, 200 Grad, 18 bis 20 Minuten. Bis gleich. Ich habe alles fertig belegt. Jetzt kommen sie Ofen rein. Wie gesagt, 200 Grad, mittlere Schiene, 18 bis 20 Minuten. Ich tue jetzt eine aufschneiden nur. So, fertig. Da sieht man nachher vielleicht ein bisschen besser aus wegen dem Käse. Okay. So, steht hier jetzt die Uhr. 18 Minuten, bis gleich. So, jetzt sind wir fertig. Hat 18 Minuten gebraucht, jetzt soll ich sie raus. Hitze, Hitze. So, jetzt komme ich mal. Sonst steht nicht mit dir. Was war das? Ja, nur so. Okay, nächste Opfer. Den tue ich mal so drauf. Nein, so muss es sein, genau. Jetzt habe ich es in einem Messer, der ist so klein. Oder lieber in der Mitte durchschneiden. So, jetzt sieht man wenigstens den Käse. Gut so. So kann man sie servieren. Ich wünsche einen guten Appetit mit Börek. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.